Ja, von mir auch ein großes Hallo hier in Köln und überall auf der ganzen Welt, wo ihr jetzt alle den Livestream hoffentlich sehr interessiert verfolgt. Ich spreche heute wieder mal für Terre de Femme und ich erinnere mich, 2013 haben wir hier das erste Mal den Worldwide Day of Genital Autonomy ausgerufen und damals waren es genau 11 Organisationen, die ihn unterstützt haben. Und heute, im Jahr 2024, hat sich das sage und schreibe fast verzehnfacht. Das finde ich großartig und ich kann auch mit großem Stolz sagen, Terre de Femme ist von Anfang an dabei gewesen und wir haben die Forderungen des 7. Mai in jedem Jahr unterstützt. Und das tun wir bis heute. Vielen Dank. Dieses Jahr ist das Schwerpunktthema genitale Selbstbestimmung und Gesundheit. Da habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt dazu erzählen? Das sind ja so zwei Dinge, die sich eigentlich gegenseitig bedingen, wie kalt duschen und warmes Wasser sparen oder Aufräumen und Ordnung oder Wald und Bäume. Genitale Selbstbestimmung und Gesundheit, das ist doch eigentlich alles klar. Aber dann dachte ich mir, naja, was soll's? Für jemand, der jetzt vielleicht neu einsteigt in das Thema, fange ich nochmal von ganz von vorne an und ich versuche jetzt auch vielleicht so ein paar Punkte zu bringen, die der eine oder andere von euch jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat, damit es nicht so langweilig wird. Also, generell, Praktiken der Genitalverstümmelung an Kindern und Jugendlichen, die gibt es schon so lange, dass wir mit Sicherheit niemals herausfinden werden, warum sie irgendwann entwickelt worden sind. Und weil es sich um derart alte Bräuche handelt, kann man eigentlich sogar davon ausgehen, dass die noch älter sind als das Patriarchat. Also das Patriarchat gibt es vielleicht seit 12.000 Jahren höchstens. Das ist auch so eine kleine Einbahnstraße, aus der wir jetzt hoffentlich bald wieder rausfahren. Jedenfalls Genitalverstümmelung gab es schon lange, lange davor. Und damit ist die Genitalverstümmelung auch älter als jede Religion und Weltanschauung, die wir heute hier so kennen. Und natürlich ist sie dementsprechend auch älter als die Medizingeschichte. Und ein Brauch, der sich wahrscheinlich auch aufgrund seines langen Bestandes so dermaßen in uns festgesetzt hat und uns praktisch in die DNA in irgendeiner Form eingeschrieben wurde, der ist natürlich sehr schwer, da wieder rauszubekommen. Ein wirksames Mittel ist hier tatsächlich, wenn man individuell auf werdende und junge Eltern einwirkt, dass sie im neugeborenen Kind oder dem kleinen Kind dann später eine operative Veränderung des Genitals ersparen. Und wenn man das einmal geschafft hat, das ist die hoffnungsvolle Statistik, dann wird in aller Regel die Gewaltspirale unterbrochen und das Kind, das intakt aufwachsen durfte, wird dann wie selbstverständlich die eigenen Nachkommen verschonen. Da setzt auch die Arbeit von Terre de Femme zu großen Teilen an. In zahlreichen Projekten wirken wir in FGM praktizierende Communities, also solche, die die weibliche Genitalverstümmelung praktizieren, wirken wir im In- und Ausland immer wieder ein und schaffen das auch immer wieder erfolgreich individuell einzuwirken und solche Praktiken dann zu verhindern und damit die Gewaltspirale zu unterbrechen. Und natürlich kann auch Gesetzgebung ein wirksames Mittel sein, um diese Praktiken zu beenden. Denn wo Genitalverstümmelung eine Straftat ist und ich weiß, wenn ich das mache, gehe ich ins Gefängnis, überlege ich mir natürlich zweimal, ob ich zum Messer greife. Deswegen ist auch der Paragraph 216 im Strafgesetzbuch, 216a, das Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung in Deutschland, das wir seit 2013 haben, eine sehr wichtige Errungenschaft und dient natürlich auch sehr gut der Abschreckung. Und die Legalisierung der Genitalverstümmelung von kleinen Jungs, die wir seit 2012 in Deutschland als einziges Land in der ganzen Welt, wir haben es vorhin schon gehört, in dieser wirklich menschenverachtenden, radikalen Form haben, die ist kontraproduktiv und beschämend. Und gerade als Feministin finde ich es immer wieder besonders entsetzlich zu sehen, wie sehr hier die Gleichberechtigung und der Schutz von Kindern vor Gewalt hier bei uns noch 2024 derart mit Füßen getreten wird. Weiterer Punkt zum Thema Gesetzgebungen. In Gambia, ihr habt es vielleicht gehört, wird gerade diskutiert über das FGM-Verbot. Dort gibt es seit 2015 ein Gesetz,
das die medizinisch nicht notwendigen Operationen an weiblichen Genitalien als Straftat einstuft. Und jetzt fordern reaktionäre Kräfte die Rücknahme dieses Verbots. Natürlich müssen wir jetzt alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu verhindern, damit FGM auch in Gambia weiterhin verboten bleibt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie soll denn eine deutsche Bundesregierung, die die Verstümmelung von Jungs ausdrücklich gesetzlich erlaubt hat, der gambischen Regierung jetzt anraten, das FGM-Verbot zurückzunehmen? Finde ich schwierig, muss ich sagen. Also so viel erstmal zur genitalen Selbstbestimmung. Wenn wir uns das global anschauen, gleicht das einem russischen Roulette-Spiel. Ob ich das Glück habe, als Mensch mit vollständigem Genital aufwachsen zu dürfen oder ob ich mich einer Verletzung unterziehen muss. Jetzt komme ich zur Gesundheit. Ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich. An einem gesunden Menschen, ohne dessen Einwilligung, ein gesundes Körperteil zu verletzen oder abzuschneiden, ist grundsätzlich der Gesundheit nicht zuträglich. Ich werde das jetzt nicht näher ausführen. Wenn da jemand noch Zweifel dran hat, dann geht ins Internet und recherchiert darüber. Ich muss dem, glaube ich, nichts hinzufügen. Das sollte eigentlich allgemein klar sein. Heute. So, im 19. Jahrhundert war uns das halt noch nicht klar. Ja? Da hat die Medizin in der sogenannten westlichen Welt sich sehr lange und intensiv an Genitalien von Menschen ausgetobt. Da wurden dann Penisvorhäute abgeschnitten, Klitorisspitzen mit Säure verätzt, es wurden Eierstöcke und Uteri entfernt. Und das kam daher, dass man dann im Genital das Böse und Schmutzige und Gefährliche vermutet hat. Und neben allen möglichen diversen körperlichen und seelischen Krankheiten, die man dafür als Begründung herangezogen hat, galt Genitalverstümmelung in der Medizingeschichte lange Zeit als ein erstklassiges Mittel gegen eine äußerst gefährliche und weit verbreitete Krankheit, die Masturbation. Jetzt kommt die gute Nachricht. Studien haben inzwischen herausgefunden, dass Masturbation keine Krankheit ist. Surprise, surprise. Ganz im Gegenteil. Die Masturbation hat auch einen Haufen gesundheitlicher Vorteile und wird inzwischen sogar von Krankenkassen als vorbeugende Maßnahme empfohlen. Dabei hat sie übrigens keinerlei Nebenwirkungen. Aber damit Masturbation ihre volle gesundheitsfördernde Wirkung entfalten kann, ist ein vollständiges Genital unabdinglich. Klingt irgendwie logisch, oder? Wer also als Erwachsene dann später selbstbestimmt auf diese gesundheitlichen Vorteile gerne verzichten möchte, warum auch immer, weil er aussehen möchte wie ein Pornostar, weil er seine Lust einem Gott opfern möchte oder weil er einfach weniger Zeit zum Waschen aufwenden möchte, der sollte ruhig die Möglichkeit haben, dann einfach einen Termin beim Chirurgen oder der Beschneiderin seiner Wahl zu machen. Kein Problem. Das ist eine individuelle Freiheit. Aber die hört dort auf, wo der Körper und die Seele eines anderen Menschen anfangen. Und ich spreche hier meistens sehr theoretisch. Ich habe mir gedacht, ich erzähle jetzt heute mal, was mich persönlich an diesem Thema so betrifft und erzähle euch mal was aus meinem Leben. Nämlich immer, wenn in meinem Freundeskreis jemand ein Kind bekommt und dann kommt raus, es wird ein Junge, dann komme ich erstmal mit einem großen Stapel von Flyern zu der jungen Mutter, lege ihr die vor und kläre sie auf. Ich informiere sie darüber und sage, es kann sein, dass eines Tages ein Kinderarzt kommt und erzählt, dein Sohn muss seine Vorhaut in dem und dem Alter zurückziehen können und wenn nicht, dann muss man sie abschneiden. So, jemand, der gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, hat dann meistens andere Themen auf dem Schirm und ich sage, das macht nichts. Leg diese Flyer einfach in eine Schublade und wenn dieser Tag kommt, dann hol sie raus und ruf mich notfalls an und wir sorgen dafür, dass das nicht passiert. Und dann werde ich meistens mit großen Augen angeschaut, so nach dem Motto, was willst du denn eigentlich? Ja? Und vor ein paar Monaten ist es mir tatsächlich passiert, da kam eine gute Freundin zu mir und sagte, ich muss dir was sagen, der Kinderarzt wollte bei meinen beiden Söhnen die Vorhaut abschneiden, weil sie die noch nicht zurückziehen konnten. Und dann habe ich ihn mal gefragt, haben Sie da vielleicht auch eine Alternative? Ja, Sie können auch eine Salbe nehmen, hat er gesagt. Also er hat eine Operation und eine Salbentherapie einfach so nebeneinander angeboten. Und sie hat gesagt, weißt du, wenn du mich nicht aufgeklärt hättest, dann hätten meine Söhne jetzt wahrscheinlich keine Vorhaut mehr. Und ich muss sagen, ich finde das schrecklich. Das ist Aufgabe von Ärzten und nicht von mir. Und ich würde wahnsinnig gerne, wenn eine Freundin von mir einen Sohn bekommt, einfach hingehen und sagen, herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Kind, anstatt dass ich wieder mit diesem ganzen Paket kommen muss. Als die nächste aus unserem Freundeskreis einen Sohn bekam, habe ich dann auch wieder gesagt, oh, jetzt muss ich wieder dieses Gespräch führen. Und selbige Freundin sagte, ja, leider schon, aber diesmal komme ich mit. Und dann haben wir es zusammen gemacht. Genau. Gut, das
Das mal, warum mich das persönlich betrifft, weil das werde ich auch immer wieder gefragt. Ja, das Problem haben wir dann alle. Wenn ihr Bescheid wisst, müsst ihr leider auch darüber sprechen. Gut, zum Schluss möchte ich jetzt noch was zur weiblichen Anatomie sagen, weil mir das auch aufgefallen ist. Gelegentlich wird das Pendant zur Penisvorhaut bei den Frauen nämlich im Jungfernhäutchen vermutet. Ich werde jetzt nicht über das Jungfernhäutchen aufklären, über diesen Mythos könnt ihr euch auch online informieren, zum Beispiel auf der Website von Terre de Femme, www.frauenrechte.de. Nein, das Pendant zur Penisvorhaut ist die Klitorisvorhaut bei den Frauen. Wir haben nämlich auch eine Vorhaut. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug betonen. Und sowohl die Penisvorhaut als auch die Klitorisvorhaut sind beide ein zentrales Lustorgan bei Männern und Frauen. Gut, die Penisvorhaut ist ein bisschen größer und bei den Frauen ist es vielleicht ein bisschen anders verteilt, weil da viele Nervenenden, die beim Mann in der Penisvorhaut sind, dann noch auf der Klitorisspitze sitzen. Aber trotzdem, wir haben alle Säugetiere und somit auch der Mensch, wir haben alle eine Vorhaut. Und die ist eben wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist sie auch für die Masturbation, für die gesundheitsfördernde, prophylaktische Masturbation extrem wichtig. Ich fasse also nochmal zusammen. Genitale Selbstbestimmung ist eine Grundvoraussetzung für ein gesundes Körper- und Seelenleben und eine intakte Penis- oder Klitorisvorhaut gehört da auf jeden Fall mit dazu. Ich wünsche uns jetzt noch allen einen wunderbaren Worldwide Day of Genital Autonomy. Ich hoffe, dass wir noch ein paar schöne Reden hören werden, dass das Wetter uns gewogen bleibt. Ja, und dass wir danach noch alle schön zusammen feiern und dass ihr alle nächstes Jahr wiederkommt. Und als Star Wars-Fan darf ich, weil wir heute am 4. Mai feiern, jetzt das sagen, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Deswegen habe ich auch das mit der Vorhaut nochmal erklärt. May the Foreskin be with you. Enjoy. Vielen Dank.